Hallo und willkommen zu meinem Video über Thailand. Ich bin von dem Ort Poi Phet über den Grenzübergang gefahren. Also erstmal war der Grenzübergang sehr unübersichtlich. Ich war schon mit meinem Fahrrad und ohne Ausreisestempel von Kambodscha an der thailändischen Grenze, musste dann nochmal zurück. Ich muss dann auch erstmal Fieber messen lassen. Und ich habe ja schon seit Kambodscha jeden Tag die Nachrichten bezüglich des Coronavirus verfolgt. Und da werde ich nachher noch mehr im Video drauf eingehen. Und auch noch mal ganz viel zum Ende hin. Bevor meine Reise jetzt losgeht, noch eine kleine Idee, einen kleinen Tipp, den ich mir von anderen Reisen abgeguckt habe. Und zwar habe ich selber Postkarten erstellt. Da kann man auch Apps zur Hilfe nehmen. Und dann geht man damit zu einem Druckerladen vor Ort, druckt das aus, oder ich habe das online gemacht und mir das im Hotel geschickt. Das sieht dann so aus. Und das habe ich vor 8 Monaten gemacht. Keine einzige meiner 50 Postkarten ist anscheinend angekommen. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück damit. Ja, die ersten 2,5 Tage in Thailand habe ich einen richtig schönen Rückenwind gehabt. Das war ein super schönes Gefühl. Ich hatte die ganze Zeit irgendwas zwischen 25 und 40 km/h im Tacho. Gestern habe ich einmal eine kleine Pause gemacht. Da hat mich jemand angesprochen, ob ich irgendwie ein Elektrorad hätte, weil ich so schnell unterwegs gewesen war. Und das ist schon witzig. Also ich war echt flott. Andererseits, ich habe die letzten 2 Tage ein bisschen wenig Appetit. Keine Ahnung, was los ist. Hoffentlich brüte ich nichts aus. Aber ich bin jetzt gleich schon im Hostel, nur noch Stündchen, 1,5 muss ich nur noch fahren. Da bleibe ich ein paar Tage, dann ruhe ich mich ein bisschen aus und dann wird das schon wieder gehen. Dann komme ich in Bangkok an. Von Vorsichtsmaßnahmen wegen dem Virus kaum eine Spur. Nur vereinzelt sieht man Menschen mit Masken. Aber da war es noch Mitte Februar. In Deutschland gab es 16 und in Thailand 35 von Covid-19 infizierte Menschen. Ich treffe Catherine und Jona wieder, die ich zuvor in Vietnam kennengelernt hatte. Auch hier haben wir ein paar schöne Tage zusammen. Ja, gestern bin ich aus Bangkok rausgefahren, fast ausschließlich nur auf den Hauptstraßen. Und das macht wirklich keinen Spaß. Aber jetzt bin ich auf den Nebenstraßen unterwegs und hier ist es richtig angenehm zu fahren und super schön hier zwischendurch. Ich habe sogar eben gesehen, dass hier Salz gewonnen wird. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich zuletzt, glaube ich, im Iran gesehen. Und ja, ich habe leichten Gegenwind und es ist gerade ein bisschen bewölkt. Und das dann bei über 30 Grad ist dann ganz angenehm. Super süß, der Kleine folgt mir schon die ganze Zeit. Hier an den schönen Stränden an der Ostküste habe ich in der Nacht die Wellen gesehen, wie die durch das Plankton blau schimmerten. Ein schöner Anblick.
ich bin jetzt schon einige Tage Richtung Süden in Thailand unterwegs und fahre auch oft die Küste entlang. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich treffe auch andere Fahrradreisende häufiger als sonst auf meiner Reise. Das ist schon ganz witzig. Was richtig cool ist, ist an der Küste, also am Strand zu zelten. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Besonders abends macht das sehr viel Spaß, wenn man das Zelt aufgebaut hat. Und die Sonne ist untergegangen und es wird ein bisschen kühler. Und dann noch mit einem leichten Wind lässt sich das auch sehr gut aushalten. Ja, ich habe gestern Abend, ich habe mir eine Pizza vorher gekauft, die mit zum Strand genommen. Dann hatte ich noch ein kühles Bier. Dann lag ich da am Strand, habe ein bisschen entspannte Filmmusik gehört und mir den Sternenhimmel angeschaut. Sowas ist schon richtig cool. Das war ein schöner Abend. Was dann nicht so cool ist, ist in der Nacht, wenn dann kein Wind mehr da ist, dann wird es echt ungemütlich. Dann werde ich auch häufig wach im Zelt, weil das einfach super warm ist. Und auch tagsüber, besonders morgens, wenn manchmal kein Wind da ist, kommen dann auch ganz, ganz viele Obstfliegen hier. Und also so richtig viele. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Da komme ich mir vor wie ein verfaulter Pfirsich. Da habe ich mir zum Beispiel heute zum Frühstücken dann so einen Kiosk gesucht, die uns einen Ventilator haben. Dann habe ich mich da hingesetzt. Das ist dann was angenehmer. Ein weiteres Highlight auf meiner Reise in den Süden war die Rafflesia, die die größte Blüte der Welt hat. Der Weg durch den Dschungel war sehr anstrengend. Die hohe Luftfeuchtigkeit war sehr drückend und ich habe selten so viel geschwitzt. Doch wenn man einmal die Rafflesia in voller Blüte sieht, sind die Strapazen vergessen. Zwei kleine Tipps noch nebenbei. Ich habe die App iOverlander benutzt, um kostenlose Plätze zum Zelten zu finden. Das hat wunderbar funktioniert. Die nutze ich ab jetzt öfter. Und wenn man hier zeltet, nehmt nichts mit zu essen ins Zelt. Hier gibt es zwar keine Bären, aber die Ameisen hier können ohne Probleme sich durch das Zeltmaterial fressen, um an das Essen zu kommen. Das Virus breitet sich in der Welt schneller aus, als ich gedacht hatte, und die ersten Länder ergreifen Maßnahmen. Ich recherchiere die ganze Zeit, wie die Situation in den Ländern ist, die ich noch geplant habe zu bereisen. Es sieht nicht gut aus. Ich fahre weiter nach Ao Nang und entschließe mich, von dort aus neue Pläne zu schmieden. Vielleicht fliege ich schon eher nach Australien? In Ao Nang angekommen, fühlt es sich so an, als wäre man in einer großen Blase, in der die Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Wir sind hier eine bunt gemischte kleine Gruppe aus England, Russland, Holland, Belgien, Schweden, USA und wir erkunden die wunderschönen Strände, Lagunen und einen Nationalpark. Einen Abend haben wir das Glück und eine Reggae-Band spielt bis 2 Uhr nachts am Strand. Aber zwischendurch gibt es nur ein Thema. Wie geht es weiter? Gefühlt von jetzt auf gleich werden die ersten Grenzen zugemacht. Klar habe ich mit sowas gerechnet, aber nicht so früh. Auch Australien ist dabei und ich hatte gerade noch versucht umzubuchen und direkt dorthin zu fliegen. Zu spät. Ich suche nach anderen Möglichkeiten, nach anderen Ländern, doch die meisten Grenzen sind zu. Dann die Nachricht aus Deutschland. Weltweite Reisewarnung. Oh nein, bin ich dann überhaupt noch krankenversichert? War es das schon? Muss ich nach Hause? Viele andere Reisende, die ich kenne, buchen schon Flüge in die Heimat. Ich telefoniere mit Freunden, hole mir Meinungen vor Ort ein und. Alles kam auf einmal. Ich lege mich dann endlich schlafen und möchte eine Entscheidung auf morgen verlegen.
Am nächsten Morgen war ich zum Glück wieder ich selbst und nicht mehr so durcheinander. Ich hatte auf meiner Reise immer das Gefühl gehabt, schwierige Lagen einschätzen zu können. Und mir ist schon sehr viel passiert. Ich bin immer ruhig geblieben, habe mir einen Überblick verschafft und überlegt gehandelt. Ich war so erleichtert, wieder klar denken zu können. Ich bin alle Punkte nach und nach durchgegangen. Gesundheitssystem in Thailand, Krankenversicherung, Visumverlängerung durch die Botschaft, Nachrichten aus Deutschland, Thailand, die ganze Welt. Das kombiniert mit allem, was ich schon vorher recherchiert hatte und mit den Gesprächen von Freunden und anderen Reisenden, habe ich mich entschlossen, hier in Thailand zu bleiben. Ich werde also hier pausieren. Ich bin jetzt hier schon seit mehreren Wochen allein in einem Bungalow. Zwar ist er nicht direkt am Strand, dafür kostet er mich nur 10 Euro am Tag. Die Supermärkte hier in dem touristischen Ort sind leider sehr teuer, aber ich gehe einmal täglich zu einem Restaurant und dann esse ich, dann bestelle ich mir gebratenen Reis mit wahlweise Hühnchen, Tofu oder Shrimps und das kostet auch nur 60 Baht. Das gibt es dann hier immer zum Mitnehmen, also man darf nicht im Restaurant essen. Ja, ansonsten wegen der Pandemie ist der Ort hier abgesperrt, das heißt, man kommt nicht raus. Ich kann also auch keine Fahrradtour machen. Das ist aber jetzt nicht ganz so schlimm, das heißt, ich bewege mich nicht allzu viel hier und dadurch habe ich endlich mal wieder 5 Kilo zugenommen. Wegen meinem Visum hier muss ich mir auch keine Gedanken machen, das wird automatisch während der Pandemie verlängert. Das heißt, da muss ich nichts machen. Das ist sehr angenehm. Ich bin hier auch in einer WhatsApp-Gruppe mit anderen Deutschen, die hier geblieben sind. Da tauschen wir Informationen aus und das ist echt hilfreich. Ja, wie es jetzt weitergeht, kann ich selber noch nicht sagen. Halt wahrscheinlich irgendwo in den Süden, wenn irgendwelche Grenzen wieder aufmachen. Natürlich werde ich mich dann in den Ländern an alle Vorschriften halten bezüglich des Coronavirus. Um auf andere Gedanken zu kommen, habe ich dann letztens abends in meiner Küche beim Pastaessen erstmal getanzt. Eine kleine Solo-Küchenparty. Ja, in der Originalversion tanze ich gerade zu Whitesnake, Here I Go Again. Ich habe auch Haustiere. Das ist Bob und das ist Marley. Bleibt gesund!